Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. Heute in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich hier in einer Altbauwohnung eine Klimaanlage einbaue. Die Klimaanlage soll die Räume im Sommer schön herunterkühlen und im Winter zusätzlich auch als Heizung fungieren. Dank PV-Strom sollte die Energiekosten gar keine Rolle mehr spielen, und ob das Ganze hier mit diesen massiv dicken Wänden überhaupt funktioniert, dem gehe ich in diesem Video nach. Wenn euch das interessiert, wie man eine Klimaanlage selber einbauen kann, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn genau darum geht es in diesem Video. Ich befinde mich hier in einer Jugendstilvilla aus dem Jahre 1900. Die Wände sind massiv dick gemauert, hier immer noch 36 cm Wandstärke. Damit dieser Raum im Sommer angenehm gekühlt werden kann, habe ich mich für den Einbau einer Klimaanlage entschieden, und im Winter soll diese Klimaanlage, die ihr hinter mir seht, auch heizen. Der Faktor dahinter liegt bei ungefähr 1:4. Das bedeutet, dass ich aus einer Kilowattstunde Strom 4 Kilowattstunden Wärme verarbeiten kann bzw. herstellen kann. Und wie das Ganze funktioniert, was ihr dazu braucht, ist das, was ihr hier seht. Ich habe die Klimaanlage online bestellt, gar kein Thema. Knapp 500 € hat mich das gekostet. Wenn ihr wissen wollt, wo und welches Gerät, schaut gerne mal unter das Video in die Beschreibung. Erhalten habe ich die Inneneinheit, das ist dieses Teil hier. Das kommt mit der Halterung zusammen, hier oben an die Wand geschraubt, und die Außeneinheit mit dem Kompressor für die Außenwand. Die Inneneinheit wird mit der Außenwand verbunden über diese Kältemittelleitung, und das Besondere an diesen Leitungen ist, dass es vorvakuumisierte Leitungen sind. Das heißt, hier ist bereits ein Vakuum gezogen. Ich kann die Rohre einfach miteinander verbinden. Ich brauche keine spezielle Vakuumpumpe, sondern einfach nur verbinden und sofort loslegen. Quick Connect heißt das Zauberwort. Ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ich die Inneneinheit dort oben an die Wand anbaue. Ich werde euch zeigen, wie ich ein 70 mm starkes Loch durch diese Wand treibe, um die beiden Kältemittelleitungen, um die Stromversorgung nach außen zu bekommen, und natürlich auch den Kondensatschlauch für die Feuchtigkeit, die ja diese Klimaanlage aus dem Raum herauszieht. Beginnen werde ich damit, euch zu zeigen, wie ich die Wandhalterung hier oben an der Wand montiere und anschließend das Loch durch die Wand bohre. Bevor ich die Konsole an der Wand montiere, setze ich sie ganz kurz in die Klimaanlage ein, so wie sie später montiert sein wird, und messe mir den Abstand zu den abgehenden Kältemittelleitungen ab. Zusätzlich muss ich natürlich auch den Schlauch berücksichtigen, den Kondensatschlauch, welcher ebenfalls hier entlang geführt wird. Über dieses Maß weiß ich dann später genau, wo ich das Loch in der Wand bohren muss. Die Wandhalterung der Inneneinheit sollte sicher und stabil in der Wand verschraubt werden. Nutzt hier ruhig die ein oder andere zusätzliche Schraube, denn spätestens beim Einbau der Inneneinheit wirken massive Kräfte auf diese Unterkonstruktion, und ganz ehrlich, sonderlich stabil wirkt diese leider nicht. Nachdem ich die Wandhalterung der Inneneinheit fest und sicher an der Wand verschraubt habe, kann ich mein Maß für die Kältemittelleitung, die Stromleitung und auch den Kondensatschlauch an der Wand markieren. Um mir die Arbeit mit dem Kernbohrer etwas zu vereinfachen, werde ich die Wand zunächst mit einem langen, dünnen Bohrer vorbohren und anschließend von beiden Seiten mit dem Kernbohrer ansetzen. So vermeide ich zusätzliche Schäden am Putz bzw. an der Außenfassade. Beachtet beim Bohren des Lochs, dass dieses ein leichtes Gefälle nach außen haben muss, damit das Kondensat sauber und sicher ablaufen kann. Die Konsole ist an der Wand befestigt, und auch das Loch habe ich komplett durch die Wand hindurch gebohrt. Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen und ich kann mich um die Montage des Innengeräts kümmern. Das Innengerät wird hier unten in die Konsole eingehangen und unten einfach nur noch eingeklipst. Vorher muss ich jedoch die verschiedenen Rohre und Schläuche noch mit den Verlängerungen verbinden. Zum einen ist hier der Kondensatschlauch, den ich bereits verlängert habe. Der wird ebenfalls nach außen durch die Wand hinausgeführt, damit das Kondensatwasser dort ablaufen kann. Und zusätzlich habe ich hier die beiden Anschlüsse für die Kältemittel. Und ihr seht, die sind speziell kodiert mit farbigen Endkappen, und es handelt sich auch hier um eine Versiegelung. Bedeutet, das Teil ist verschlossen. Hier ist ein Vakuum, und sobald ich dann in der Außeneinheit den Hahn öffne, kann das Kühlmittel in die Schläuche hineingelangen. Die Schläuche kommen aufgerollt, müssen sauber abgerollt werden. Einmal der blaue Schlauch hier dann angeschlossen. Das Ganze erfolgt mit 30 Newtonmetern bzw. fest. Und
Dann nochmal der graue Schlauch, der auf diese Seite angeschlossen wird. Nachdem die Schläuche insgesamt befestigt worden sind, werden sie schön mit Klebeband eng umschlungen, damit das Ganze perfekt und ordentlich durch dieses Loch hindurch passt. Dort oben in der Fassade befindet sich der Durchbruch und ihr könnt erkennen, dass die Kältemittelleitung als auch die Stromversorgung und der Kondensatschlauch sauber herausgeführt wurden. Unterhalb dieser Leitung soll nun das Außengerät montiert werden. Hierfür gibt es auch spezielle Konsolen, um das Gerät entweder direkt an der Wand zu befestigen oder eben auf den Boden zu stellen. Je nachdem, wie eure Voraussetzungen sind, könnt ihr entsprechend das richtige Set dazu bestellen. Ich habe hier die Wandkonsole, das heißt, die Klimaanlage wird direkt an die Wand geschraubt. Und damit die Kältemittelleitungen nicht so hässlich die Fassade herunterhängen, gibt es zusätzlich spezielle Kabelkanäle für diese Kältemittelschläuche. Sowas hier zum Beispiel. Ich habe mir noch ein T-Stück besorgt. Einen Eingang, der oben, da wo das aus der Wand rauskommt, platziert wird. Das Ziel ist es, den Kabelkanal senkrecht von oben nach unten zu platzieren, das T-Stück weit seitlich weggehen zu lassen, um dort die Kältemittelleitung herunterzuführen und ja, dann am Außengerät anzuschließen. Die Außeneinheit ist an der Fassade angebracht und wir haben die Kältemittelleitung mit schön großen Bögen so weit herumgebogen, dass wir sie direkt mit der Außeneinheit hier verbinden konnten. Die Adapter sind auch hier farblich kodiert, grau an grau, blau an blau, dass man das gar nicht verwechseln kann. Mit dem Schraubenschlüssel auch hier sehr fest das Ganze anziehen, also 30, 32 Newtonmeter ist das, was hier empfohlen wird. Und anschließend, je nachdem wo ihr wohnt, braucht ihr den Klimatechniker, der euch diese Schraube hier öffnet und die Imbusschraube hier drin bis zum Anschlag öffnet. Ist ein Widerstand da, kann man gar nicht zu weit herausschrauben. Und durch die Öffnung dieses Ventils wird das Kühlmittel, welches sich ja vorgefüllt in der Außeneinheit schon befindet, in die Leitung hineingeströmt. Und damit ist dann der Kühlmittelkreis bereits geschlossen, ist fertig und dank Quick Connect müsst ihr hier keine Vakuumpumpe ansetzen, müsst ihr nicht leer saugen, es funktioniert einfach. Was noch fehlt, ist natürlich die Elektrik. Auch das sollte nur von einer Fachkraft ausgeführt werden. Ihr habt zum einen den Anschluss der Inneneinheit, da ist ja auch das lange Kabel mit dabei. Über den fertigen Stecker einfach nur zusammenstecken, Zugentlastung ran, dann kann das Ganze hier hinten einfach versteckt werden. Mehr ist es gar nicht. Und auf der anderen Seite habt ihr den Stromanschluss, denn die Stromversorgung der gesamten Klimaanlage wird über die Außeneinheit hergestellt. An der Inneneinheit habt ihr nur das Steuerkabel, aber keine echte Stromversorgung. Auch hier habt ihr
Eine entsprechende Kodierung ist auch nochmal auf der Verpackung, auf der Box entsprechend die Schaltpläne aufgezeichnet. Könnt ihr also im Zweifelsfall gar nichts falsch machen. Ich werde die Klappen hier noch aufmontieren, werde anschließend mein UV-beständiges Klebeband noch schön rumziehen, die Kabel noch verpacken und anschließend hier noch einen Winkel setzen und auch noch Kabelkanal setzen. Da fehlt mir noch ein bisschen was, muss ich noch nachbestellen. Wusste ich nicht genau, wie das Ganze hier aufgehen wird. Anschließend werde ich das andere Ende vom Stromkabel direkt mit meiner Sicherung verbinden und dann kann der erste Test folgen. Mal schauen, ob wir es da drinnen schön kühl oder eben schön warm bekommen. Der Test der Klimaanlage verläuft bislang absolut erfolgreich. Wir haben diesen Raum von 20 Grad innerhalb von 20 Minuten auf ungefähr 16 Grad herunterkühlen können. Aktuell läuft der Heizmodus, maximal 31 Grad liefert diese Anlage und in knapp 10 Minuten sind wir von diesen 16 Grad auf aktuell 18,5 Grad wieder angestiegen. Der Geräuschpegel hält sich meiner Meinung nach absolut im Rahmen, trotz Power-Modus. Ihr könnt ja selber mal hören. Ein leichtes Rauschen ist zu vernehmen, aber viel mehr ist es nicht. Und wem das zu laut ist, der kann problemlos auf den Flüstermodus umschalten. Neben Kühlen, neben Heizen kann diese Anlage auch entfeuchten oder einfach nur die Luft ionisieren bzw. lüften. All das ist hier möglich. Und wem die Fernbedienung, die dazugehört, zu umständlich ist, der kann ja problemlos dieses Gerät auch mit der App koppeln. Über die Tuya-App lässt sich diese Klimaanlage problemlos von unterwegs weltweit steuern. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr so eine Klimaanlage mit eurer App koppeln könnt, vielleicht auch für den Home Assistant nutzen könnt, dann schaut mal oben rechts in die Ecke. Dort verlinke ich euch das Video, wo ich euch zeige, wie das Ganze funktioniert. Jetzt geht es erstmal raus und ich zeige euch, wie es draußen gelungen ist. Die Außeneinheit der Klimasplitanlage läuft im Moment im Power-Modus. Man hört das Gerät durchaus, wenn man hier steht. Diesen Lüfter, der ist zu vernehmen. Im Ergebnis muss ich sagen, bin ich durchaus zufrieden. Diese Kabelkanäle für die Kühlmittelleitung lassen sich eben nicht gänzlich vermeiden, denn irgendwo muss ich die Leitung ja lang verlegen. Hier an der Seite werde ich mir noch einen Winkel besorgen und mit einem Kabelkanal noch nach oben weggehen, damit das Ganze auch noch schick aussieht. Das Loch oben in der Wand habe ich abgedichtet, dass dort keine Insekten oder ähnliches durch die Hauswand in den Innenbereich krabbeln können. Und das Rohr für das Kondensat befindet sich hier noch im freien Fall. Das werde ich noch in die Regenrinne einbinden bzw. in meine Zisterne einbinden, um dieses Wasser ebenfalls noch mit zu nutzen. Tja, und nun seid ihr dran. Gebt mir doch mal ein Feedback zur Klimaanlage. Wie steht ihr zu dieser Technik? Ist das auch was für euch? Würdet ihr euch auch eine Klimaanlage in euer Haus einbauen? Nur zum Kühlen oder auch zum Heizen? Gebt mir gerne mal ein Feedback. Schreibt mir einen Kommentar unter das Video, reagiert auf das Quiz, was ich euch dazu erstellt habe. Und wenn ihr wissen wollt, was ich hier verbaut habe, welche Materialien, welche Werkzeuge ihr braucht, um ganz einfach selber so eine Klimaanlage einbauen zu können, dann schaut mal unter das Video. Dort verlinke ich euch die passenden Produkte, die ich hier verwendet habe. Da könnt ihr das ganz bequem nachbestellen, nachkaufen. Ihr habt keine Nachteile, wenn ihr meine Produktlinks verwendet. Ganz im Gegenteil, ihr unterstützt meinen Kanal mit einer finanziellen Provision. Ich sage danke dafür, danke fürs Zuschauen und freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Macht's gut. Ciao.